Hallo. In diesem weiteren Video möchte ich jetzt einen Treppenturm zeichnen, so wie es auch in den Kommentaren äh, auch gefragt worden ist. Ich habe jetzt da mal die ungefähren Abmessungen bekommen. Ich werde das natürlich jetzt auch wieder aus dem Stegreif versuchen und einfach wieder versuchen, einige Befehle reinzubringen, wie man was machen könnte. Dazu würde ich euch aber vorher auch gerne bitten, bei meinem Kanal die Glocke zu aktivieren, um einfach schneller zu sehen, wenn neue Videos hochgeladen werden. Und natürlich ist es auch für YouTube sehr wichtig, viele Abonnenten zu haben. Deswegen würde ich euch bitten, fleißig die Glocke zu aktivieren. So, was möchte ich in dem Video alles versuchen? Es wurde ja auch immer wieder gefragt, die Strukturierung ein bisschen zu zeigen, wie man das richtig strukturiert, wie man das aufbaut. Und da möchte ich jetzt ein bisschen dies auch mehr zeigen, vielleicht sogar ein bisschen zu intensiv, dass man es einfach besser sieht, was man damit alles machen kann, wie man es aufbauen kann, und würde jetzt einfach mal starten. Grundsätzlich, ich beginne einfach mal mit einem Fundament. Das heißt, ich würde hier einfach mal mit einem Regelteil starten. Diesen Regelteil kann ich hier einfach da mal die Werte geben, 500, das wird eh passen, und ich gebe da gleich einen Namen dazu, und mit der Taste A kann ich dies gleich zum Beispiel auf den absoluten Nullpunkt legen. So, das heißt, ich habe hier mein erstes Teil. Dies kann ich natürlich mit der rechten Maustaste gleich mal verschieben, und ich möchte hier noch plus 150, das heißt, der Bodenaufbau wird 150 mm sein. Das heißt, der erste Quader sitzt grundsätzlich mal richtig. Ich habe hier natürlich die Möglichkeit, mit der rechten Maustaste neue Baugruppen für die Strukturierung zu nehmen oder auch in der leeren Konstruktion dies zu machen. Was auch wichtig ist, was ich immer wieder sagen möchte, ist hier diese sogenannte Benutzeroberfläche anpassen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel aus meinen Befehlen raussuchen, zum Beispiel Baugruppe neu, möchte ich mit einer Tastenkombination starten. Das heißt, ich möchte hier zum Beispiel die Taste B haben. Hier zeigt es mir schon auch, das kann bei mir nicht gehen, weil ich die Taste B mit einem Makro belegt habe. Bei mir ist die Taste B Makro eine neue Baugruppe. Das möchte ich auch gleich zeigen. Das heißt, ich habe hier einfach, wenn ich die Taste B dann drücke, habe ich eine neue Baugruppe, und ich möchte hier einfach Bauseits oder Beton alles dort zusammenfassen, um einfach strukturierter arbeiten zu können. So, das heißt, ich habe dies einfach per Drag und Drop reingezogen. So, die ungefähren Abmessungen sind hier einfach mal so 3 mal 3 Meter, und die Höhe soll ca. 6 Meter sein. Das heißt, ich kopiere einfach diesen in die Richtung, möchte dazu jetzt aber auch einen anderen Befehl nutzen, der vielleicht ein bisschen jetzt übertrieben ist, aber dass man es trotzdem sieht, ist diese parametrische Wiederholung, wo ich sage, ich möchte hier ein lineares Muster nehmen in diese Richtung. Da sieht man hier auch schon die Vorschau, wie wir ich das haben. Ich möchte eine Wiederholung haben, und die soll auf 3 Meter sein. Für mich ist es in den Videos auch wichtig, unterschiedlichste Befehle zu zeigen, was kann ich mit denen machen. Hier gibt es natürlich die unterschiedlichsten Optionen, zum Beispiel auch, was nicht zum Unterschätzen ist, bis Referenz mit maximalen Einzelabstand. Das ist für Aufteilungen, ist das ganz wichtig, von Stäben und alles Mögliche. So, ich könnte natürlich hier auch gleich ein weiteres Muster in diese Richtung machen, wo ich auch eine Kopie mit 3 Meter mache. Man sieht hier gleich die Vorschau. Ich könnte natürlich auch sagen, ich habe hier eine Auslassung, dass das zum Beispiel auch wegkommen soll. Und kann natürlich hier dies wieder entfernen. Wichtig ist, hier kann ich ein Feature erzeugen, und mit OK habe ich hier meine 4 Fundamente erzeugt. Was hier der große Unterschied ist zu den anderen Kopierfunktionen, dass jetzt am übergeordneten Teil ein Feature ist, was ich jederzeit wieder ändern könnte. Will ich aber nicht, weil es mir eh passt. So, weil ich gerade dabei bin, dann gebe ich diesen Teilen auch gleich einen Werkstoff, damit ich das einfach danach nicht vergesse. Beton bewährt. So, das heißt, ich habe hier meine Fundamente. So, was wird mir hier, das heißt, ich möchte hier einen Treppenturm machen, das heißt, ich habe im Prinzip auch dann gleich eine weitere Baugruppe, wo ich meinen Stahlbau reinsetzen werde. Das heißt, die Strukturierung, die erfolgt eigentlich so, wie ich die Teile dann weiß. In den Stahlbau werde ich jetzt gleich als erstes meine Steher einbauen. Das heißt,
ich brauche natürlich auch wieder meine Steher. Möchte jetzt trotzdem noch auf Abbrechen, dass man es nicht vergisst. Ich könnte natürlich jederzeit mit der linken Maustaste diese Struktur auch kopieren. So kopieren. Ja, da kriege ich es nicht rein. Das heißt, hier möchte ich es kopieren, herlassen und habe eine weitere Kopie dieser Funktion oder dieser Strukturbaugruppe, wo meine Steher reinkommen werden. So, weiters brauche ich dann auch sicher gleich mal Treppen. Also alles, was ich jetzt da gerade weiß, wenn ich habe Steher und ich habe Treppen, das weiß ich jetzt von Grund auf. So, ich setze hier gleich mal meine Bearbeitungsebene hier drauf und möchte gleich einen Träger einbauen, wo ich hier dann aus meiner Bibliothek aussuche. So, E-Profile, ich nehme einfach mal den HA 200. Diesen kann ich natürlich jederzeit dann auch noch ändern, wo ich dann senkrecht auf die Bearbeitungsebene mit einer gewissen Länge erzeuge. So, das heißt, ich werde hier einfach mal so diesen hier, also Moment, diesen hier draufstellen. So, ich könnte wiederum gleich mit dem arbeiten, dass ich hier sage, zum Beispiel unten Achse, aber wie gesagt, für mich ist immer wichtig, dass die Leute die Teile dann dorthin bekommen, wo sie hin müssen. So, das heißt, ich ziehe dies natürlich gleich da rein und kann natürlich mit den Kopierfunktionen, Verschiebefunktionen, alles mögliche arbeiten. Das heißt, ich werde diesen Träger einfach mal ich gehe in die Draufsicht und verschiebe den Träger an die richtige Stelle. Das heißt, ich nutze sehr viel dieses 2D-Verschieben über zwei Linien, sage von der Kante zu der Kante, das wären jetzt 95 und ich möchte noch 50 mm dazu haben. Das heißt, ich habe hier von hier in diesem Abstand 50 mm. Damit man die Kontrolle sieht, zum Beispiel möchte ich hier das auch gleich bemaßen. So, man sieht auch, das Maß war wieder relativ klein. Das heißt, ich werde hier einfach mal den Hauptmaßstab wieder größer setzen auf 20. So. Natürlich kann ich die Teile auch weiter kopieren. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit wieder mit den normalen Kopierfunktionen, so zwei Kopien, das heißt, ich möchte ihn einfach überall hin kopieren und sollte man zum Beispiel diesen Punkt, der hier ist ja ganz einfach, aber nicht so einfach finden, dann habe ich hier auch immer die Möglichkeit mit der Lupe, also mit der Taste F2 in diesen Bereich reinzuzoomen und diesen Punkt eventuell leichter zu finden. Wie gesagt, wenn ich hier außen bleibe, finde ich das natürlich einfacher, aber wiederum, um einfach Befehle zu zeigen. So, das heißt, ich habe hier meine 4 Steher, wechsle wieder in die Draufsicht, weil die hinteren Steher möchte ich natürlich noch verschieben. Klicke den ersten Steher an, drücke die Steuerung-Taste, den zweiten Steher und verschiebe diese zwei nach hinten mit einem Abstand von 50 mm. Sprich, zur Erklärung, ich habe diese Kante, weil ich dieses Profil angewählt habe, diese Kante angewählt. Zu dieser Kante wären jetzt 260 mm. Wenn ich jetzt Enter drücken würde, wäre diese Kante genau bündig mit der. Wenn ich jetzt da aber reinschreibe minus 50, dann geht da 260 nach vorne und dann 50 wieder zurück. Also sprich 210 wird die Verschiebung dann sein. Und ich habe die an der richtigen Stelle. So, somit habe ich hier im Prinzip meine Steher als Umgrenzung und kann jetzt im Prinzip mit meiner Treppe beginnen. Die Treppe wird natürlich auf aktive Koordinatensystem reingelegt. Im Prinzip ist es jetzt egal, ob ich jetzt Weltkoordinatensystem nehme oder das aktive Koordinatensystem lasse. Ich gehe in die Bauwesenfunktionen und gehe in den Treppenkonfigurator. So, ich habe jetzt die Möglichkeit, über eine Skizze zu gehen, welche ich jetzt aber nicht habe, oder ohne Treppenblock, das heißt, ich drücke mittlere Maustaste und komme in den Treppenkonfigurator. So, ich habe hier dann die Möglichkeiten, meine Werte einzutragen, das heißt, den Bodenaufbau einzugeben, den ich weiß, die Höhe der Treppe, das heißt, ich lasse jetzt einfach mal 1600 soll die Treppe sein. Wenn ich reinklicke, dann sieht man, okay, es passen gewisse Werte hier, zum Beispiel nicht, das Schrittmaß ist größer und ich kann einfach mal sagen, er soll mir das neu berechnen und auf meinen Wert bringen. Habe natürlich hier auch die Möglichkeiten, die Wangen auszuwählen. Welche Wangen möchte ich ein gekantetes U-Profil? Hier könnte ich natürlich auch
auf 0,0 gehen. Jetzt würde beim Einbau eine Fehlermeldung kommen, aber die kann man jetzt einfach ignorieren, wenn ich das natürlich brauche. Ich bleibe aber bei meinem Standardprofil. Sollen die Podeste, soll ein U erzeugt werden, ja oder nein? Möchte ich hier einen Anschluss erzeugen bei den Auflagerprofilen, das werde ich dann manuell erzeugen, das heißt, das lasse ich. Welche Stufen möchte ich haben, das heißt, ich kann hier natürlich meine Stufen ergänzen und auch neue Stufen hinzufügen, das heißt, ich wähle einfach mal diese Stufe aus, möchte eine Schraubenzuordnung haben, im Prinzip sage ich hier, okay, ich komme ja jederzeit wieder in den Dialog rein. So, das heißt, ich sehe jetzt die Vorschau der Treppe. Könnt ihr jetzt sagen, zum Beispiel dieser Punkt soll als Beispiel hierher kommen. So, wechseln von mir aus wieder in die Draufsicht. Kann natürlich auch mit den verschiedenen Ansichten arbeiten, was für mich jetzt derweil vielleicht nicht so sinnvoll ist, weil ich jetzt mit diesen Draufsichten einfach schneller vorankomme. So, das heißt, ich sehe jetzt, wo habe ich jetzt meine Treppe hingelegt und kann diese jetzt natürlich positionieren. Ich möchte hier zum Beispiel von hier nach hier ein bestimmtes Maß haben, einfach, dass man die Kontrolle sieht. Ich möchte hier einfach, dass es ein schönes Maß ist, sagen wir jetzt einfach mal 1100 mm oder 1000 mm, 1200, das heißt 30 mm, möchte ich das jetzt verschieben. Das heißt, ich wähle hier mit der linken Maustaste einmal rechts, zweimal rechts, bin ich am Segment und jetzt am Treppenaufgang und kann diesen verschieben. Das heißt, ich muss nicht zwingend immer in den ICN gehen, was natürlich immer schwieriger wird, je mehr Teile man drinnen hat. Das heißt, ich sage hier einfach, ich möchte jetzt 1150 als Abstand haben. Dasselbe möchte ich natürlich nochmal, also einmal zu wenig, möchte ich hier haben. Das heißt, von hier nach hier möchte ich einfach mal 50 mm haben. Das heißt, man sieht, es sind immer eigentlich die gleichen Funktionen. Was jetzt einfach noch ist, ich habe auf die Höhe absolut noch nicht geachtet. Was ich da in diesem Fall trotzdem gern mache, weil ich das ja immer wieder dann benötige, ich lege mir hier einfach trotzdem ein Regelteil an, welches zum Beispiel einfach eine Höhe von 0,1 mm hat und soll von mir aus, sagen wir jetzt einfach mal 3000 mal 3000 sein. Und das ist jetzt einfach mein Niveau zum Beispiel. So, das soll gleich mal auf absolut 0,0,0 sein. Und jetzt muss ich aufpassen, das ist mir gestern beim Video auch schon passiert oder vorgestern beim Video. Das geht natürlich aufs aktive Koordinatensystem. Das heißt, ich muss natürlich hier darauf achten, dass ich im Weltkoordinatensystem bin. So, das heißt, ich habe hier einfach mal ein Niveau für meinen Meterriss erzeugt. Ich meine, ich kann jetzt, da machen wir es ein bisschen größer, 200 und 3500 ist ja egal so. Dieses Niveau ziehe ich natürlich wieder in mein Bausatz rein. Habe hier natürlich die Möglichkeit, dies transparent zu schalten. Das heißt, ich möchte das transparent sehen, dass ich einfach hier einen Bezug ein bisschen habe und kopiere mir das trotzdem gleich mal auf 1000 hoch, damit ich auch gleich meinen Meterriss habe. Kann dann natürlich hier dies noch mit anderen Farben, also sage jetzt mal Flächenfarbe, soll einfach mal rot sein. So, das heißt, ich hätte hier schon ein bisschen einen leichteren Bezug dazu. So, das heißt, ich gehe in die Seitenansicht, sehe natürlich, wo ich jetzt unterwegs bin und muss eigentlich diese Treppe auf die richtige Höhe bringen. Das heißt, eigentlich ist die richtige Höhe, da gibt es wieder so viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ein Weg wäre so einfach auf das runterschieben und dann zum Beispiel um diesen Wert nach oben schieben. Das heißt, jetzt bin ich eigentlich auf der richtigen Höhe mit meiner Treppe. Kann man alles in einem Schritt machen, in 2 Schritten. Also da gibt es wiederum viele Möglichkeiten, das zu machen. So, ist aber für mich jetzt eher nebensächlich, weil ich eigentlich nur mal die Art und Weise zeigen möchte, wie könnte ich das jetzt aufbauen. So, natürlich werde ich auch mal speichern,
So, das heißt grundsätzlich, ich komme natürlich jederzeit wieder in diesen Treppenaufgang rein, den ich hier einfach mal reinziehe richtigerweise, und kann auch die Werte ändern. Untertritt, Unterschneidung, Werte, Höhen, was auch immer, und kann dies jederzeit ändern. Wichtig ist, es gilt aktuell immer nur für einen Lauf. Das heißt, wenn, so wie jetzt in diesem Fall, die Treppe dann weitergeht, dann muss ich eigentlich im Prinzip diese Treppe nach oben kopieren. Sprich, ich kopiere die einfach mal nach oben, so, einfach mal daher. Zum Beispiel gehe wieder in den Konfigurator rein und wechsle einfach hier mal die Art und Weise der Treppe. Mit OK ändert sich dieser Antritt, wieder ab. Wird neu berechnet und ich habe hier sofort meine neue Treppe. Diese werde ich natürlich gleich in diesem Fall am einfachsten auf die richtige Höhe bringen. So, von hier nach hier. Natürlich, ja. Die Punkte müssen natürlich richtig sein. Und es gibt natürlich wieder viele Wege, wie man das machen kann. Jeder gewöhnt sich da ein bisschen eine Arbeitsweise an. Und dann brauche ich die natürlich noch gedreht um 180 Grad. So, und die muss auch noch verschoben werden. So, ich einfach mal 150 verschoben. So, ist noch zu wenig. Was ich jetzt eigentlich in der Draufsicht machen werde, um das einfach mal zu definieren. Das heißt, ich möchte hier habe ich die 50 mm, das gleiche werde ich hier auch gleich machen. So. Und minus 50. So, somit habe ich jetzt einfach mal diese Treppe an die richtige Stelle gebracht. Kann natürlich hier wieder mit dem Antritt, Austritt, was auch immer, mit dem Verschieben arbeiten, wo ich sage, okay, von diesem Punkt zu diesem Punkt brauche ich von mir aus irgendeinen Wert, die 1150, das passt jetzt eigentlich auf beiden Seiten, und habe hier diesen Aufgang hier erzeugt. Bildlich stelle ich mir einfach ein, das geht hier einfach so ganz normal rein. So, jetzt habe ich natürlich hier weitere Sachen, die ich jetzt einfach manuell erzeugen muss. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel meine Ebene legen und sagen, ich möchte dieses Profil übernehmen und es soll mir von hier, also Moment, das ist natürlich falsche Funktion, ich muss natürlich über den Skizzierer fahren, von hier nach hier, ich baue es nur ungefähr ein, die Lage passt im Prinzip schon, ich kann jetzt noch sagen, oben links, so, und habe hier zum Beispiel mein Profil auch sofort eingebaut. So, dieses Profil muss natürlich auch dann mit bezogen werden, wie es von der Struktur her kommt, wie es angeschlossen wird, wie der Aufbau ist. Ich kann hier im Prinzip einfach nur mal sagen, okay, ich möchte hier mit diesen Bauwesenfunktionen arbeiten und möchte dieses U an den Träger anschließen, das an das. Das heißt, es wird mir dann auch verlängert. Ich kann die Werte einstellen, das haben wir ja schon bei den letzten Videos gesehen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was eingestellt ist vom letzten Video. So ist vielleicht ein bisschen, sage jetzt mal blöd, aber ich werde hier einfach dann auch zeigen, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich möchte ja zeigen, wie kann ich hier auch andere Profile einbauen. Das heißt, ich gehe einfach hierher und könnte zum Beispiel auf einen HEA wechseln, was vielleicht jetzt nicht ganz zielführend ist, aber dass man es einfach mal sieht. Und könnte natürlich hier auch zum Beispiel die Lage in der Draufsicht, kopieren, in der Lage in der Draufsicht wieder auf eine Achse bringen. Das heißt, ich gehe hierher, mit H kann ich Hilfslinien erzeugen, wo ich sage, okay, die Hilfslinie soll mir hier in den Mittelpunkt kommen und ich setze das Lotrecht hierher. Das heißt, ich hätte hier diesen Träger mal auf die Mitte gebracht und könnte zum Beispiel sagen, okay, dieser Anschluss soll mir jetzt aber auch aktualisiert werden mit den Werten. Man sieht hier dann auch gleich die
den anderen Anschluss. Ob es jetzt zielführend ist oder nicht, das lassen wir dahingestellt, passt vielleicht jetzt optisch absolut nicht zusammen, ist mir jetzt aber auch völlig egal. Mir geht es natürlich wiederum nur um die Funktionen. So, weil, was muss ich jetzt darauf achten? Das heißt, für mich ist ja ich werde hier dann einfach den mal hier anschließen. Das heißt, ich suche mir den nächsten Anschluss aus. Das heißt, dieses Profil soll hier angeschlossen werden. So. Das kann nicht eingebaut werden. Okay, dann machen wir das jetzt einfach komplett mal manuell. Das heißt, ich schneide diesen Träger hier an. Kann natürlich hier ganz normal, weil das gefragt worden ist, auch für die Verschraubungen. Deswegen ist das vielleicht auch passend, wie ich diese Verschraubung von einem Profil zum anderen bekomme. So, und ich setze das hier einfach noch ein zweites Mal her. Das heißt, jetzt kommt nämlich auch ein entscheidender Punkt, der jetzt auch immer wieder gefragt worden ist. Eigentlich habe ich hier fälschlicherweise diese hintere Platte bei dieser Platte dabei. Diese müsste aber zu dieser Platte kommen, zu diesem Träger. Das heißt, ich muss hier die Struktur einfach ändern. Ich kann hier einfach mal zum Beispiel mit ausschneiden, dann die Baugruppe anwählen und hier sage ich zum Beispiel einfügen. Sinnvollerweise gehört das dann auch zu meinen Stehern dazu. Das heißt, ich setze das gleich richtig ein und hätte hier zum Beispiel auch die richtige Struktur parat. So, nochmal, warum ich das jetzt trotzdem manuell mache, weil es ist auch gefragt worden, wie kann ich eine Verschraubung von einem zum anderen kriegen, ohne die immer neu zu machen. Ich sehe gerade, der Gitterrost nervt mich ein bisschen. Das heißt, ich habe hier, wenn ich auf den Gitterrost gehe, zum Beispiel auch die Möglichkeit, diesen hier zu ändern. Das heißt, der soll einfach mal bis hierher gehen und habe den hier ganz einfach in der Grafik ganz normal abgeändert. Ist jetzt vielleicht zu wenig, das heißt, ich gehe wieder her, rechte Maustaste und sage einfach, okay, der Punkt soll bisher herkommen und habe dann hier auch die Luft. So, das heißt, wichtig ist, so. Ich schneide die Profile hier einfach mal an dieser Kante an. Moment, falsche Kante. Anschneiden an Kante. So, diese Kante wollte ich natürlich. So, gleich 10. So. Das heißt, ich komme natürlich jederzeit auch mit dem manuellen dazu. Brauche ich ja 2 natürlich. So. Das heißt wiederum, dieses und dieses Blech schneide ich aus, soll zu dieser Baugruppe gehören. Und somit kann ich hier auch mit dem aktiven Teil darstellen, nur um nachschauen, wie sieht diese Baugruppe jetzt aus, um auch die Kontrolle zu machen. Also ich mache das immer sofort, weil wenn ich es nicht sofort mache, dann, ich kenne mich, ich würde das sicher vergessen. So, jetzt gibt es grundsätzlich diesen Verschraubungsdialog, wo ich sagen kann, okay, ich habe hier eine Verschraubung, es sollen die Verschraubungen exakt dargestellt werden, die Klemmlänge soll berechnet werden und die Bearbeitungsebene soll abgefragt werden. Mit OK setze ich dann die Ebene, ich möchte hier meine Ebene haben, wähle hier meine Verschraubung aus, so zum Beispiel, und ja, lassen wir diese Verschraubung. Ich möchte zu verschraubenden Teile. Dieses Blech mit dem Blech, mittlere Maustaste, ist dann weiter. Jetzt habe ich hier eine Schraube. Ich möchte natürlich hier senkrecht, machen wir einfach mal 2 Schrauben. Das heißt, in Y-Richtung möchte ich eines haben, in X-Richtung möchte ich 2 haben. So, ich habe natürlich hier auch die Möglichkeit, den Einfügepunkt zu definieren. So. So. Das ist nicht immer ganz so einfach, ehrlich gesagt. Ich tue mir das, wie man es auch sieht, selbst sehr schwer. So, ich möchte jetzt von oben nach unten 50 mm die Verschraubung haben. Das heißt, ich drücke jetzt relativ, sprich R,
Enter. Jetzt fragt mich HiCAD einen Bezugspunkt ab und ich sage zum Beispiel dieser Punkt und er soll in minus 50, weil die also x zeigt nach oben, das heißt minus 50 und die anderen Werte bleiben an der richtigen Stelle. Grundsätzlich ist so, ich kann hier sagen, zum Beispiel Norm und Abmessung, wenn ich hier eine Beilagscheibe dazu haben möchte. Das heißt, die Abmessung und die Verschraubung, alles Mögliche ändern. Ich könnte jetzt auch die Position und Raster ändern. Das heißt, ich könnte den Wert ändern, aber ich habe hier auch die rechte Maustaste, sprich, ich könnte hier sagen, auch umdrehen. Das heißt, nochmal, ich gehe auf die Schraube, sage hier Position und Raster, rechte Maustaste und hier habe ich die Möglichkeit, die Verschraubung umzudrehen. Das wird auch immer wieder gefragt. So, das heißt, hier kann ich natürlich noch schauen, wo gehört die Verschraubung hin. Ich werde die jetzt strukturmäßig zu dem hinteren Träger geben. Das heißt, ich sage hier ausschneiden, wähle den hinteren Träger an und füge das ein. Hat jetzt strukturmäßig eigentlich nur für mich jetzt fürs Kopieren einen Einfluss. Ich habe jetzt nochmal abgespeichert. So, was ich jetzt nämlich haben möchte, ich möchte diese Verschraubung einfach mal kopieren. Und das wäre ja auch eine Frage, was mir gestellt worden ist. Wie kann ich diese Verschraubungen kopieren? Welche Möglichkeiten gibt es einfach? Ich sage hier einfach rechte Maus, wähle die an. Dies muss ich hier über die obere Funktion nutzen. Das heißt, ich sage hier einfach mal kopieren, wähle hier einen Basispunkt aus und kopiere den einfach mal hier weiter. So, und auch noch hierher. So, nur rein durchs Kopieren ist es so, dass diese Verschraubung, man sieht sie ja auch bei den Teilen, die Verschraubungen sind zwar da, das heißt stücklistenmäßig werden sie richtig erfasst, nur diese Schrauben haben den Blechen keine Bohrungen mitgegeben. Das heißt, das kann ich hier ganz einfach überprüfen. Ich kann hier sagen, zeig mir die zugeordneten Teile an und es sind 0 zugeordnete Teile. Ich hätte auch bei der Verschraubung selbst die Möglichkeit zu sagen, er soll mir eine Teileprüfung machen. Ich werde es einfach mal machen und er sagt zum Beispiel, dass hier bei dieser hat einen Teil angelegt. Ich kann sagen, nur aktives Teil darstellen, welche Schrauben hier keine Zuordnung haben. Warum die keine haben, weiß ich zwar jetzt nicht, aber mir geht es eigentlich hauptsächlich um die. Das heißt, ich möchte die jetzt automatisch zuordnen. So, das heißt, 3 hat damit zugeordnet. Man sieht hier auch sofort, dass diese Verschraubungen jetzt auch diesen Teilen zugeordnet sind. Zur Kontrolle nochmal, zugeordnete Teile und er sagt, okay, diese 2 Teile sind zugeordnet. Und somit kann man das dann in weiterer Hinsicht auch dann diese Verschraubungen relativ einfach weiter kopieren. So, mich stört einfach dieser Gitterrost noch. Das heißt, ich wechsle wieder in die Glasansicht, sage hier, das soll mir verschoben werden. Dieser Punkt soll gleich zu dem Punkt kommen. Das heißt, dann habe ich hier sofort auch den weiteren Gitterrost. Die richtige Größe. So, dasselbe wäre im Prinzip dann ja auch hier zu machen. Das heißt, ich würde hier einfach im Prinzip eine Ebene legen, würde hier im Prinzip mein Profil auswählen und das hier herbauen und hätte jetzt auch die Möglichkeit, die Enden zu vertauschen, dass es auf der richtigen Ebene liegt oder richtig dargestellt liegt und müsste jetzt da im Prinzip jetzt einfach mal nachdenken, wie will ich diese Wange da zum Beispiel machen. Das heißt, derzeit wird diese Wange ja so erzeugt. Ich möchte es jetzt einfach mal zeigen, wenn ich dieses U-Profil dieser Wange zuordne. Das heißt, ich habe mir das auch sehr oft so angewohnt. Das heißt, ich klappe das auf, habe hier diesen Träger und weiß, okay, den könnte ich hier herziehen. Warum? Was habe ich jetzt gemacht? Ich will diesen Träger als einen machen. Also zusammenschweißen, sage ich jetzt einfach mal die Gärung zum Beispiel und das soll jetzt im Prinzip einfach so gemacht werden. Natürlich
was ich noch nicht drauf geachtet habe, ich müsste natürlich hier ein Maß haben, das heißt, das wird mir hier ein bisschen zu wenig werden. Ich kann natürlich das jederzeit auch verschieben um 150 zum Beispiel. Sag hier, also bei diesem Träger auch neu berechnen. Man sieht hier auch, dass ich dann eigentlich in weiterer Hinsicht relativ wenig mit dem Konfigurator noch mache, weil das sind alles individuelle Sachen, die ich hier einfach da, sage ich jetzt mal, einbauen muss. Sag hier. Falscher Anschluss. So, das war der Laschenanschluss. Aber ich kann hier zum Beispiel eine Lasche erzeugen. Zum Beispiel das soll hier mit einer Lasche gemacht werden. So, ich gehe einfach mal auf die Vorschau, dass ich sehe, was jetzt eingestellt ist. Ja, ich sage jetzt im Prinzip, okay, zweiseitig brauche ich natürlich nicht. Ich möchte nur die Lasche möchte ich nur links haben und mit OK lasse ich einfach mal diese Werte, die hier eingestellt sind. Also man sieht, ich kann hier relativ einfach individuell arbeiten. Zum Beispiel hier, wenn ich diesen Gitterrost erzeuge, dann mache ich das meistens so, dass ich als erstes sage, der Gitterrost soll hier herkommen und im zweiten Schritt soll er zum Beispiel bei dieser Länge um -5 mm, das heißt, dann habe ich den sofort auf die richtige Größe gebracht. So, dann wäre der nächste Schritt, das heißt, der nächste wäre eigentlich eh schon so ziemlich der letzte Schritt, wäre dann das Geländer aufzubauen. Im Prinzip, wie würde ich das da jetzt machen? Ich werde jetzt mit dem Geländer ein bisschen spielen, das heißt, ich werde hier einfach mal im ersten Schritt das Geländer erzeugen, wo ich sage, okay, hier soll es starten, soll hier weitergehen. In diesem Fall sage ich trotzdem, dass es hier dann da weitergeht, dann da weiter und hier weiter. Und im Prinzip werden wir es trotzdem da mal versuchen. Ich weiß jetzt selbst nicht, was ich da rausbekomme. So, das heißt, jetzt wird mir der Geländerkonfigurator gestartet. Der Versatz ist mal grundsätzlich, den werde ich hier mal auf 0 setzen. Das heißt mittig von allen Profilen. Wenn ich das jetzt, so wie hier zum Beispiel, in unterschiedlichen Abständen haben will, dann muss ich die im Prinzip einzeln machen. Also da muss ich die halt einfach einzeln auswählen. So, das heißt, ich werde den Versatz trotzdem lassen. Dann die Pfostenaufteilung werde ich mir jetzt anschauen. Das heißt, am Ende kann ich natürlich einen Punkt angeben. Ich weiß den jetzt aber nicht zum Beispiel. Ich kann aber auch hier mit Werten arbeiten. Das heißt, am Ende soll zum Beispiel 1 Meter kommen, was er hier zum Beispiel schon mal nicht lässt. So. Man sieht es hier zum Beispiel, wo ich dann wäre. Ich habe ja hier dann am Übergang ja auch noch einen Abstand. Das heißt, hier kann ich relativ schnell mal mit meinen Werten, sage ich jetzt mal, spielen. Komme ich da auf 1 Meter runter. Wahrscheinlich komme ich dann runter, wenn ich einen Übergangspfosten setze, dass es dann auch ein bisschen besser aussieht. So. Kann natürlich hier den maximalen Abstand definieren, habe hier natürlich auch die Möglichkeit, individuell die Pfosten noch zu versetzen. Das heißt, ich muss ja nicht immer alles gleich haben und komme hier einfach relativ schnell zu dem Ziel. Am Anfang werde ich trotzdem, ja, 100 wird schon passen. So, welchen Pfosten möchte ich haben? Das heißt, ich nehme hier einfach ein Rundrohr, welchen Handlauf. Die Füllung werde ich jetzt trotzdem auf Knieleisten stellen, einfach weil es jetzt fürs erste Mal schneller geht. Fußleisten möchte ich keine haben. Die Pfostenunterkonstruktion, die passt eh. Ich möchte oben aufgebaut sein. Pfosten, Handlauf soll die Verbindung mit Dorn und Handlauf, Stehhus brauchen wir keinen. Ich sage einfach mal okay und habe hier im Prinzip mein erstes Geländer nach der Berechnung. Das heißt, da braucht er natürlich ein bisschen. So, das heißt, jetzt hat mir Heikart hier dieses Geländer mal aufgebaut.
Man sieht natürlich die Übergangspfosten, die werden hier so erzeugt und ich kann dies natürlich hier oder beziehungsweise muss ich das hier dann natürlich über diesen Geländerkonfigurator oder muss ich hier einfach mal ändern. Das heißt, ich möchte hier bei der Pfostenaufteilung trotzdem den Übergangspfosten will ich jetzt weghaben. So. Und den Pfosten wollen wir den haben, wollen wir nicht haben. Das heißt, hier wird es dann irgendwann, müsste man natürlich da jetzt so 800, dass wir das jetzt haben. So, im Prinzip muss ich ganz ehrlich sagen, da diese Kante hätte ich, dieses Profil hätte ich hier einfach nicht genommen, da hätte ich das wirklich individuell dazu gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Was jetzt leider nicht möglich ist, ich kann das aus der Auswahl nicht entfernen. Das geht einfach leider nicht. Aber im Prinzip, was ich da machen würde, ich würde das Geländer jetzt in diesem Fall einfach nochmal löschen und dieses Profil einfach, ja, wie soll ich sagen, weglassen. Lass die Berechnung durchlaufen. So, das heißt, im Prinzip dieser Steher wäre eigentlich umsonst. Also in diesem Fall, so wie jetzt, würde ich das wirklich nochmal weglöschen. Es ist aber grundsätzlich auch gut zu wissen, dass man einfach hier das aus der Auswahl nicht rausbekommt. Ich meine, ich kann natürlich jederzeit hier den Pfosten auslöschen, aber jetzt ganz am Anfang ist es noch sehr oft so der Fall, dass ich einfach hier sagen muss, ich habe viele Änderungen noch und jetzt möchte ich noch nichts löschen. Wenn ich ein Teil rauslösche, dann ist es einfach da einfach das Geländer kaputt. Also sobald ein Teil gelöscht ist, dann ist es kaputt. Ich habe hier noch einen Favorit abgelegt, das heißt, ich möchte hier dieses Geländer, sage ich jetzt einfach nochmal löschen. Sollen wir einfach rauslöschen und den letzten, den lasse ich hier einfach weg. Das heißt, ich erzeuge das hier wirklich hier einfach nochmal neu. Speziell in diesem Fall da nochmal so. Ja. Ist auch schön. Das heißt, so komme ich jetzt gar nicht mehr da rein. Ich muss vorher bei der Pfostenaufteilung noch den Wert abändern. Favorit speichern. Ich überspeichere das mal. Sag abbrechen. Es ist die Frage, ob er jetzt durchs Abbrechen kann natürlich jetzt doch sein, dass der Dialog nicht gespeichert worden ist. Ja, ist er nicht. Ich muss es halt einmal einbauen. Eigentlich bleiben ja die letzten Werte im Dialog drinnen. So, das heißt, ich sage einfach mal, er soll es mir einfach einmal vorübergehend einbauen, dass es im Dialog bleibt. So. Und jetzt komme ich da auch mit den anderen Werten rauf. So, das passiert einfach leider. Aber dann sieht man wenigstens, dass es live ist. So. Die letzten Einstellungen sind so und so da. Und somit hätte ich eigentlich hier im Prinzip das Geländer raufgebaut. Und muss natürlich, da sind schon sehr viele Sachen auch immer wieder zum Abändern dabei. So. Das heißt, ich hätte hier mein Geländer drauf und in der Mitte wäre es natürlich dasselbe dann, das so reinzumachen. Das heißt, so wäre eigentlich im Prinzip so mit ein paar Befehlen, also hier würde man noch die Anschlüsse machen, die Verlängerungen machen, ja, also das wäre halt einfach mal so ein Punkt, wie man sowas erzeugen könnte mit unterschiedlichsten Befehlen. Es gibt natürlich wieder in allen Richtungen die Möglichkeiten, die Befehle zu nutzen. Und wie gesagt, ich habe mir gewisse Sachen angewohnt und so wie ich auch in den Kommentaren jetzt gelesen habe, es gibt wirklich wirklich so viele Befehle, die man hier verwenden kann. Ich möchte euch trotzdem nochmal recht herzlich auch für die
für das Feedback danken und würde mich trotzdem freuen, viele Abonnenten, also bitte vergesst nicht, auf die Klingel hinzuzufügen. Dankeschön.